Was ist eine Gynäkomastie und wie erkennt man sie? Ist eigentlich recht einfach. Jeder Mann, der sich an zu großen Brüsten stört, hat in gewisser Weise eine Gynäkomastie. Wenn Drüsengewebe mit vorhanden ist, dann nennt man es Gynäkomastie. Ist mehr Fett vorhanden und keine Drüse, dann ist es eine Pseudogynäkomastie. Aber beide Fälle sind eigentlich zu behandeln, um wieder sich mit seinem Körper im Reinen zu fühlen. Allerdings ist es jetzt nichts großhaft Krankhaftes. Der Patient kann damit auch 100 Jahre alt werden, egal ob mit oder ohne Drüse. Eine Gynäkomastie, ob die gefährlich ist? In der Regel nein. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn ein einziges Mal einen älteren Herr gesehen, der in seiner Drüse einen Männerbrustkrebs bekommen hat. Aber das war ein einziger Fall und alle anderen haben mit Drüsen keine Probleme. Eine Gynäkomastie zu behandeln ist nie ohne Operation möglich. Eine Gynäkomastie muss immer operativ behandelt werden. Eine Gynäkomastie-Operation kommt dann in Frage, wenn der Patient sagt, das Volumen stört mich. Das Volumen ist zu groß, man sieht es unter den Hemden, ich werde im Schwimmbad angeschaut. Oder oft ist es nicht nur das Volumen, oft sitzt die Drüse so hinter den Brustwarzen, dass die Brustwarze wie so ein kleines Zelt nach vorne steht, sehr spitz, und das sieht auch sehr, sehr unmännlich aus. Und die Patienten fühlen sich massiv unwohl, sodass sie mich aufsuchen, um eben die Brust zu behandeln. Manche Patienten haben auch wahnsinnig viel Gewicht abgenommen, sodass im Prinzip noch Restgewebe da ist, was noch zu groß ist. Oft hängt auch die Brust ein bisschen. Und auch diese Patienten kommen für eine Gynäkomastie-OP in Frage. Vor einer Gynäkomastie-Operation müssen die Patienten nichts beachten eigentlich. Wenn ein Patient sagt, ich möchte es über die Krankenkasse versuchen, dann müssen wir eine urologische Abklärung machen, einen Hormonstatus. Wir machen einen Ultraschall der Brust, um zu schauen, wie viel Drüsengewebe vorhanden ist, um einfach zu unterscheiden, habe ich eine Gynäkomastie oder ist es eine Pseudogynäkomastie? Und ist diese Gynäkomastie durch Hormone hervorgerufen oder ist es einfach nur genetisch bedingt, dass meine Brust als Mann doch mehr gewachsen ist? Der Ablauf einer Gynäkomastie-Operation, der ist sehr einfach. Das ist ein einfacher, ambulanter Eingriff. Die Patienten kommen in die Klinik. Es ist eine örtliche Betäubung. Wir saugen die Patienten ab und machen dann ein ganz spezielles Verfahren. Wenn eine Drüse vorhanden ist, dann brauchen wir keine extra Narbe, sondern können dieses Drüsengewebe über diesen kleinen Stichkanal von der Fettabsaugung, können wir die Drüse mit einer Zange entfernen. Wir nennen das Pull-Through-Technik. Das haben wir auch schon veröffentlicht und die Patienten sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil sie keine Narben direkt auf dem Organ haben. Ich finde, bei Frauen ist das was anderes. Da kann ich irgendwie Narben an der Brust mit einem Bikini oder mit einem BH verstecken. Bei einem Mann ist das nicht möglich. Wenn er baden geht, sieht man immer die Narben um den Brustwarzenvorhof und die Narben sind oft sehr, sehr hässlich, sodass ich dem Patienten wirklich diese Pull-Through-Technik empfehle. Wenn dann nach 3 Monaten und das Schrumpfverhalten der Haut abgeschlossen ist, wenn dann immer noch ein Überschuss an Haut vorhanden ist, dann kann man immer noch diese schon gestraffte Haut nochmal zusätzlich straffen und dann werden auch die Narben schöner. Allerdings mussten wir das bisher noch kein einziges Mal tun. Die Patienten waren mit dem Eingriff, mit der Pull-Through-Technik, dem Schrumpfverhalten zu 100% zufrieden. Die Nachbehandlung
nach einer Gynäkomastie-Operation sieht wie folgt aus. Die Patienten bekommen ein T-Shirt, was sehr eng ist, sieht wirklich aus wie ein Unterhemd. Sie können ein T-Shirt drüber tragen, normale Hemden. Es wird kein Mensch merken und so ist auch die Ausfallzeit. Die Patienten nach einem Gynäkomastie-Eingriff können einen Tag später arbeiten gehen. Sie müssen dieses Mieder 3 Wochen Tag und Nacht tragen, zum Waschen ausziehen. Und dann für 3 Wochen meistens intermittieren, Tag oder Nacht. Unsere Patienten lieben dieses Hemd, weil es alles sehr kompakt zusammenhält. Das macht einen tollen Shape bei Männern, sodass sie eigentlich dieses Mieder auch 6 Wochen gerne kontinuierlich tragen. Die Frage nach einem Sport kommt sehr, sehr häufig. Und egal welchen Eingriff wir machen, ich sage zu jedem Patienten, Sie machen dann Sport, wenn Ihr Körper sagt, ich kann wieder Sport machen. Wenn Ihr Körper ohne Schmerzmedikamente schmerzfrei ist bei Sport, können Sie loslegen. Die Risiken einer Gynäkomastie-OP sind gering. Jeder Patient bekommt blaue Flecken und jeder Patient hat für so circa 6 Monate ein bisschen ein verändertes Gefühl auf der Brust. Also sprich, die Empfindsamkeit ist ein bisschen reduziert, kommt aber so circa nach einem halben Jahr wieder. Das ist, weil die Nerven ein bisschen beleidigt sind, die zur Haut führen. Die erholen sich aber spätestens am halben Jahr wieder, sodass dann das komplette Empfinden da ist. Weitere Komplikationen können sein, dass Nekrosen auftreten, dass die Brustwarze abstirbt, habe ich aber bisher in meinem Leben noch nicht gesehen. Wenn die Frage, ob ein Rezidiv, ob es wieder auftreten kann, eine Gynäkomastie, ja. Wenn irgendein Drüsengewebe noch vorhanden ist und der Patient dazu neigt, dass Drüsengewebe wächst, kann sie wieder auftreten. Auch Restfettzellen können erneut wachsen. Muss aber ehrlich sagen, ein Rezidiv, richtig, dass es wieder gewachsen ist bei Männern, habe ich auch noch nicht gesehen. Was ich allerdings schon gesehen habe, dass Männer, wo wir behandelt haben, sagten, es ist zu wenig abgesaugt und zu wenig Drüsengewebe entfernt. Sie hätten gern noch weniger. Und da kann man dann noch einen Zweiteingriff machen. Eine Gynäkomastie-OP kostet je nach Aufwand zwischen 3,5 und 4,5 plus Mehrwertsteuer. Die Übernahme der Kosten von der Krankenkasse bei einer Gynäkomastie hängen davon ab, ob etwas Krankhaftes ist oder nicht. In diesen Fällen müssten wir vorher eine Abklärung machen mit der Krankenkasse, ob sie diesen Befund als krankhaft empfinden oder nicht. Und dann kann gegebenenfalls die Krankenkasse die Kosten übernehmen. Ist aber äußerst selten. Wie sich ein Mann nach einer Gynäkomastie-OP fühlt, die meisten fühlen sich befreit. Sie gehen wieder befreit zum Schwimmen, sie machen sich keine Gedanken im Urlaub und sie tragen wieder enge Hemden und sind einfach ein anderer Mensch.